Unser nächstes Panel heißt, ich muss das vorlesen, Mehrwert von AI Benchmark in Entwicklung und Akquise und wird von Matthias Standfest geleitet. Einmal schnell der Matthias, herzlich willkommen. Matthias Standfest ist Gründer und CEO des ETH-Spin-off Archilize hier in Zürich, ein mittlerweile durchaus etabliertes, du gehörst schon zu den Senioren eigentlich, oder, mit deinem Unternehmen. Und du bist von Haus aus Architekt und hast 2014 einen der renommiertesten Hackathons Europas gewonnen. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Kombination. Ich glaube, das kann kein anderer Architekt vorweisen. Du sagst mit eurer Unternehmung, ihr ersetzt Bauchgefühl und Erfahrung bei der Interpretation von Grundrissen durch künstliche Intelligenz. Ich als ehemaliger Vermarkter kriege natürlich total Bauchschmerzen, wenn ich das höre. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das in der Praxis aussieht. Du hast ein illustres Panel mitgebracht, die sicherlich auch ein bisschen erzählen können, wie das im Alltag aussieht und vielleicht auch, wo die Grenzen der Digitalisierung sind. Matthias, ich möchte dir und dem Panel gerne das Wort übergeben. Danke, Patricia. Um den eher komplizierten Titel eine kleine Spur kompakter zu gestalten. Es geht heute darum, ob die neuen datengetriebenen Entscheidungsfindungstools, die es am Markt gibt, ein Spielzeug sind, es heißt Goldplating, einfach nur ein Zusatz, der eigentlich keinen Mehrwert liefert, oder ob sie dieses Heilsversprechen, mit dem sie kommen, auch wirklich einlösen können. Ich werde dazu zunächst ganz kurz umreißen, wie das technologisch im Moment funktioniert, und wir werden dann in die Anwendungsdiskussion überleiten. So. Das Hauptproblem, das diese datenbasierten Produkte adressieren, sind subjektive Entscheidungsprozesse in der Immobilienkette. Wir wissen das alle, es gibt Überlastung in der Entscheidungsfindung, es gibt immer einen kontinuierlichen Informationsmangel, es gibt Fehlannahmen, Fehlinformationen und dadurch gibt es ein gewisses unkontrollierbares Entscheidungs- und Planungsrisiko in der Entwicklung und in der Akquise, was dann wiederum Mehrkosten und Fehlinvestitionen verursacht. Datengetriebene Produkte versprechen im Hintergrund eine Stressreduktion, sie versprechen, dass es plausibilisierte, belastbare Benchmarks gibt, sie versprechen eine bessere Entscheidungsgrundlage, um hiermit einer besseren Planungssicherheit zu höheren Erträgen und niedrigeren Kosten zu kommen. Klassischerweise, ich mache das jetzt anhand meiner Firma, aber man kann hier andere Firmen einsetzen, funktioniert das so, dass man erst die Datengrundlage homogenisiert. Das heißt, Archelyse konvertiert zum Beispiel jeden Grundriss in ein BIM-Modell automatisch. Dann verschmilzt man das mit einem Geomodell. Das heißt, es braucht keine Drohnen mehr. Die meisten Datenquellen sind eigentlich online verfügbar. Man muss die Daten nur miteinander verschmelzen. Dann kann man daraus eigentlich berechnen, für jeden Quadratmeter, wie ist der Ausblick, wie ist die Belichtung, wie gut ist ein Grundriss geschnitten, um wirklich gute Informationen zu jeder einzelnen Wohnung, zu jedem einzelnen Zimmer vorweisen zu können. Und wenn man jetzt in die Evidenz geht, heißt das, wir vergleichen dann diese Simulationsergebnisse mit einem Katalog von 50.000 Units oder Wohnungen innerhalb der Schweiz, die wir bereits analysiert haben. Damit ist es möglich zu prognostizieren, wo die Schwächen oder Stärken eines Entwurfs sind. Wo sind die Schwächen oder Stärken eines Grundrisses, einer Liegenschaft, einer gesamten Überbauung? Wie planen verschiedene Architekten, welche Schwerpunkte setzen sie? Ein Beispiel hier aus einem historischen Grundriss. Am rechten Bild sieht man zum Beispiel so eine datengetriebene Auswertung. Jeder dieser Balken stellt einen Wettbewerbsteilnehmer dar. In diesem Fall nur die 4 und 4,5 Zimmerwohnungen der einzelnen 5 Wettbewerbsteilnehmer. Und man sieht, dass hier der orange Wettbewerbsteilnehmer klar an erster Stelle liegt. Aber der liegt nicht nur an erster Stelle im Vergleich zu den 4 anderen, sondern er liegt im Median in der 90. Perzentile. Das heißt, die 4 und 4,5 Zimmerwohnungen sind hier besser als 90% aller Daten in der Vergleichsdatenbank. Das heißt, er ist richtig gut. Wettbewerbsteilnehmer 1001, der blaue, ist nicht nur schlechter als die 4 anderen, sondern er liegt nur in der 10. Perzentile. Das heißt, er ist schlechter als 90% in der Datenbank. Das heißt, diese Grundrisse sind signifikant schlechter.
datengetrieben, evidenzbasiert. Diese Daten kann man dann verknüpfen und kann von diesen Daten unter anderem viel genauere Mietzins- oder Stockwerkeigentumspreisprognosen berechnen, wie zum Beispiel mit unserem Partner Pricehubble. Da geht es dann darum, dass man die hedonische Regression, die normalerweise pro Geschoss berechnet wird, auf die einzelnen Wohnungen übertragen kann. Und es gibt für jede einzelne Wohnung dann einen belastbaren Parameter, der sagt, diese Wohnung ist 5% besser oder schlechter. Zusätzlich können im Wettbewerb natürlich die ganzen klassischen Raumüberprüfungsmodelle automatisiert werden. Man weiß, wie sind die Kantenlängen, man weiß, wie sind die Flächen, sind Mindestgrößen eingehalten, wie alles, was man im Moment manuell in der Vorprüfung ausfüllt, kann man inzwischen automatisiert abdecken. Die sind Unmengen an Zahlen, die sind Unmengen an Parametern für die Wirtschaftlichkeitsprüfung und all das wird innerhalb eben von 10 Werktagen zur Verfügung gestellt und diese Geschwindigkeit wird in Zukunft noch zunehmen. Die Fragestellung ist eben jetzt, macht das Sinn, diese Prozesse zu automatisieren, in diese Detailtiefe zu gehen, oder sind bisherige subjektive Prozesse aus verschiedenen Gründen noch besser? Dafür freut es mich besonders, dass ich heute ein sehr hochkarätiges Panel präsentieren kann. Wir haben Frau Jelena Radovic, Head of Real Estate Management von Implenia. Wir haben Jonas Debatin, Senior Portfolio Asset Manager bei der Allianz. Und online zugeschaltet sollten wir eigentlich Christian Steinke haben von Pricehubble. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Es wird sich herausstellen. Hier ist Christian. Yes. Hallo, hallo zusammen. Gut. Ich würde jetzt das Wort übergeben der Reihe nach, dass Jelena, Jonas und dann Christian ihren jeweiligen Use Case präsentieren können. Wie nutzen Sie die Daten im Moment, bevor wir überleiten in die kritische Diskussion, was sind die Vor- und Nachteile dieses Prozesses? Jelena, ich bitte dich zu beginnen. Vielen Dank, Matthias. Ich bin Head of Real Estate Marketing bei der Implenia und damit zuständig für die Vermarktung von selber entwickeltem Wohneigentum oder auch in der Erstvermietung. Und das wäre der eine Use Case, den wir haben mit Archilize. Ich begleite die Firma schon länger und ich bin sehr überzeugt von den aktuellen Leistungen, aber auch von dem Potenzial. Der weitere Use Case neben der Vermarktung, wo es uns in der Preisbildung hilft, ist noch die Wettbewerbsbegleitung. Ich nehme teil auch an Vorprüfungen von Wettbewerben, wo es manchmal darum geht, sehr komplexe Entwürfe gegeneinander zu vergleichen. Das sind mal 5 oder auch mal 8 Beiträge mit teilweise 250 Wohnungen. Das schafft der Mensch gar nicht mehr, diese 250 Wohnungen von je 8 Projekten miteinander in Konkurrenz zu stellen. Das heißt, im Pricing, das, was Sie vorhin auch gesehen haben, diese vielen Bilder mit diesen sogenannten Heatmaps, blau zu rot, wäre eine Sache, das über das menschliche Fassungsvermögen hinausgeht. Ich bin nicht in der Lage zu erkennen, welche Wohnung hat wirklich mehr Lärm als eine andere im Gebäude oder als eine andere im Nachbargebäude oder im Vergleichsprojekt. Und das vermag dieses Tool und ist für mich neben Lärm, Belichtung, Grundrisskompaktheit und Kriterien, die ich ja gar nicht alle aufzählen kann, eine wahnsinnige Stütze im Vergleich. Das heißt, zu erkennen, maschinenbasiert, welcher Wettbewerbsbeitrag ist wohl objektiv betrachtet anhand dieser zur Verfügung gestellten Parameter der beste. Ich ergänze das noch mit meinem menschlichen Vermögen, mit meinem Urteilsvermögen, aber in der Preisbildung hört dieses Urteilsvermögen für mich auf. Also ich schaffe es nicht, ein homogenes Pricing oder ein gut abgestimmtes Pricing in einem Gebäude mit mehr als 50 Einheiten zu erzeugen, weil ich diesen Vergleich gar nicht schaffe. Wir gucken uns Grundrisse an, aber ich werde es nicht schaffen zu vergleichen, wo ist die Brüstungshöhe in jeder Wohnung, also wo ist der Lichteinfall wirklich am besten. Deswegen ist es da ein unglaublicher Mehrwert für mich und eine Entlastung auch unserer personellen Ressourcen, mit Archilize als Unterstützung zu arbeiten. Danke dir. Jonas, wir hatten auch vor kurzem die Möglichkeit, ein Projekt für euch zu machen. Was sind deine Erfahrungen dazu? Ja, also ich bin bei der AXA Investment Managers auch zuständig für den Bereich Business Development und in dem Bereich Business Development ist der Bereich Wachstum und Innovation angesiedelt und das Wachstum
zielt vor allen Dingen auf das innere Wachstum, das Erreichen von zusätzlichen Performance-Beiträgen für unsere gemanagten Fonds. Und im Rahmen dieses Wachstums betreuen wir viele Architekturwettbewerbe, sind jetzt in Kontakt mit euch gekommen und in den, muss ich sagen, Anfangsversuchen oder haben uns so ein bisschen drumherum getastet, haben den richtigen Einstieg in die Lösung gesucht, die ihr anbietet, und haben jetzt gemeinsam einen größeren Architekturwettbewerb in Schwammdieden, einem sehr wechselnden Marktumfeld, sehr sich entwickelten Umgebung, sind wir gemeinsam angegangen. Und haben dort eure Softwareleistung zur Verfügung gestellt bekommen oder mal getestet. Und ich muss sagen, für uns ist es eigentlich auch genau dieser Use Case, der sehr interessant ist. Oder in dieser Welt des immer komplexeren Bauens, der immer mehr Beiträge von Informationen, die in diese Wettbewerbsentscheidung reingetragen werden, das Erfassen dieser ganzen Informationen strukturiert zusammenzubringen, ist ein großer Beitrag, und es ist auch, glaube ich, der Beitrag, der Digitalisierung dort liefern kann. Einfach die Objektivierung von diesen Informationen, die in diesen Wettbewerbsteams erfasst werden, und daraus auch dann effektive Preisbildungsmodelle für Marktmieteinschätzung wohnungsspezifisch für solche Projekte zu machen. Oder es ist ja auch so, dass in unserer Welt das Produkt immer komplexer wird. Also es ist nicht nur das Bauen wird komplexer, sondern auch das Produkt. Also es ist nicht mehr eine Überbauung mit 100 oder 200 Eineinhalbzimmerwohnungen, sondern wir versuchen, möglichst viele Bevölkerungsgruppen anzusprechen und für die das adäquate Produkt zu nehmen, sodass das Resultat des Architekturwettbewerbs auch immer heterogener wird. Also wir haben sehr, sehr vielfältige Grundrisstypologien in einer Überbauung, die es nochmal schwieriger machen, den effiziente und effektive Marktmieten zu geben, also effizient im Sinne einer Absorption und langfristigen Absorption dann auch. Und auch aus unserer Brille als Vertreter von Pensionskassengeld dann auch natürlich einer nachhaltigen Investition. Und da ist die Lösung, die ihr jetzt bietet, oder dieses AI-basierte, also diese Digitalisierung von solchen Prozessen, natürlich kann ein wichtiges Puzzlestück bilden. Also Vielen Dank, und das ist eine gute Überleitung zu Christian von Price Hubble. Er sollte wieder irgendwie auf den Schirm kommen. Christian, du hörst mich, oder? Ich höre euch, bin Sehr jetzt gut. auch bei euch hoffentlich zu sehen und zu hören. Für dich so irgendwie als Input oder als Eintragsfrage. Price Hubble als AVM, also mit dem Automated Valuation Model im Hintergrund, ist ja immer kontinuierlich auf der Suche nach neuen Daten. Analog zu Archilyse gibt es ja mehrere Startups international, die sich daran machen, hier mit Simulationen neue Datenquellen zu erschließen. Wie siehst du den Input, den wir hier liefern können, um aus den klassischen hedonischen Regressionsmodellen auszubrechen und hier einfach noch viel wohnungsspezifischer zu werden, beziehungsweise plausiblere Schätzungen liefern zu können? Also die einfachste Antwort darauf ist die Kollegen schon gegeben haben. Es macht es natürlich deutlich besser und genauer. Stand heute haben wir ca. 500 Faktoren, die man öffentlich zugänglich und durch eigene Methodiken so erfassen kann und benutzen kann, um auf den statistisch wahrscheinlichsten Markt zum Mietwert zu kommen. Faktoren wie Sonnenschein, Lärm, Belichtung, Schnitt, Sentiment, das kann man nicht so einfach greifen, und ohne Archilyse könnten wir das gar nicht mit einwirken lassen, und das macht dann tatsächlich bei dem erzielten Wert, den wir ermitteln können, wahnsinnig viel aus. Also wir reden bei einer medianen Maximalabweichung von 7 bis 9%, je nach Standort in Europa. Durch Archilyse können wir das um 3 bis 4% drücken nach unten. Das heißt, wir werden deutlich genauer mit dem automatisierten Modell, was dem Menschen am Ende einfach ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Zudem, was wir auch gemerkt haben, gemeinsam bei gemeinsamen Kunden, dass das Vertrauen und die Plausibilisierung für den Menschen deutlich einfacher ist, wenn noch dieser visuelle Faktor mit dazu kommt. Also eine Heatmap eines Grundrisses kann ich als Normalverbraucher noch recht gut nachvollziehen. Die Zahlen, die dahinter stecken, eventuell schon gar nicht mehr. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, mit dem ich eigentlich gleich in die Diskussion gehen möchte. Jelena, also in der Kommunikation mit anderen Stakeholdern, wie schätzt du hier gerade die Schwierigkeit ein, eben so datengetrieben zu arbeiten? Es kommt ja mit Vor- und Nachteilen. Also ich würde jetzt mal diesen Begriff andere Stakeholder etwas
abbrechen auf konkrete Situationen. Wenn wir eine Wettbewerbsjurierung haben mit einer Sachpreisjury, Fachpreisjury, ich bin meist nicht stimmberechtigt in der Vorprüfung, dann sind es einfach Aspekte, also was dieses Tool nicht macht. Es beurteilt nicht Architektur oder Architekturqualität. Es beurteilt objektive Qualitäten in Grundrissen, die wir in der Gesamtheit von sämtlichen Beiträgen, also wir reden dann wirklich von einem Vergleich von tausenden Wohnungen innerhalb eines Wettbewerbsverfahrens, das wird dargestellt. Das wird visuell dargestellt. Das sind eben diese Heatmaps, wo ich sehen kann, die Grundrisskompaktheit, die Flächeneffizienz im Sinne von einem qualitativen Begriff, die Erreichbarkeit von Zimmern ab dem Eingang, die Belichtung, die Lärmsituation, das kann dargestellt werden und auch einer Fachpreisjury dargelegt werden, damit es nicht nur ein menschlicher Eindruck ist, von dem ich das Gefühl habe, ich glaube, dass in diesem Gebäude die Belichtungssituation der Mehrheit der Wohnungen nicht optimal ist. Also zum einen schaffe ich das nicht mit meinem Auge, mit meinem Verständnis, mit meinem Gehirn. Da habe ich Grenzen. Aber dieses Tool kann helfen, allerdings, und ich glaube, die Schwächen von Archelyze sind auch die Stärken oder andersrum, die Stärken sind auch die Schwächen. Man gibt natürlich etwas aus der Hand. Also man überlässt einer Maschine eine gewisse Beurteilung, die man bis anhin selber gemacht hat, sei es in einer vergleichenden Analyse oder in der Preisbildung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gewohnheit, je mehr das umgesetzt wird, desto größer wird der Datenpool, die Belastbarkeit der Angaben, der Analysen wird stärker und es kann gewinnen, aber wir sind im Moment in einer Transformationsphase, was auch Wettbewerbsjurys angeht. Aber es kann uns helfen und es hat uns auch schon geholfen. Danke dir. Jonas, wie siehst du das? Ja, ich würde sagen, eben Schwächen und Stärken in einem, oder? Also man muss einfach realisieren, dass die Digitalisierung oder diese Auswertung im Endeffekt einem nicht unbedingt ein Problem ablöst. Und das Problem, das wir in diesen Jurys immer haben, ist die Gewichtung der Faktoren. Also die Gewichtung, wie wollen wir jetzt die Nachhaltigkeit über den Mietzins stellen, wollen wir den Mietzins oder die Belichtung über die Großzügigkeit stellen und dann auch die nächste Frage, was ist denn überhaupt die Großzügigkeit? Kann ich jetzt für ein alleinlebendes Pärchen ohne Kinder den gleichen Großzügigkeitsmaßstab setzen wie für eine Familienwohnung? Das heißt, also das Denken nimmt uns diese Lösung nie ab. Aber was es halt einfach schafft, es macht vielleicht im Ziel oder in der ultimativen Essenz sollte es das Produkt oder den Entscheid besser machen, weil ich mehr Informationen zur Verfügung habe. Und in diesen Wettbewerbsjurys, was wir auch diskutiert haben und was wir immer sehen, ist es ja ein Riesenelement in diesem ganzen Prozess ist Kommunikation. Oder? Es wird über Monate hinweg, werden Pläne erarbeitet, Projekte erarbeitet, die werden in den Köpfen geschmiedet und die werden dann zu Papier gebracht. Und in diesen Papieren wird natürlich das präsentiert, was die Vision der jeweiligen Wettbewerbsteilnehmer ist. Und so wird es dann natürlich auch von den Juroren mit ihren jeweiligen Hintergründen wahrgenommen und dann in einen Entscheid verarbeitet. Und die Chance von der Digitalisierung und von der Automatisierung der Auswertung ist natürlich, dass ich all diese Sentiments weglasse und einfach mal einen objektivierten Datensatz nach vorne bringe, der mir einen zusätzlichen Entscheidungskriterium liefert. Und deswegen eigentlich die Entscheidung besser machen soll. Sie macht es auf jeden Fall nicht einfacher, weil es einfach mehr Information ist, über die entschieden wird, aber sie macht es wahrscheinlich dann nachhaltiger und besser. Ich würde da auch gerne einhängen, das ist genau der Fall, das ist richtig. Also es ist eine Objektivierung. Die Akzeptanz dieser Objektivierung ist im Moment noch schwierig und wir legen, ich vermute, das macht ihr auch nicht, wir legen im Moment noch nicht die Heatmaps einer Fachpreisjury vor. Also soweit haben wir es noch nicht gewagt, aber dieses Tool lässt sich in gewisser Weise auch übersteuern und damit subjektive Faktoren einbringen. Also es gibt einen Grundstock von objektiven Bewertungskriterien, die gemessen am Gesamtportfolio ergeben haben, dass zum Beispiel ein Balkon mit gewissen Proportionen oder Ausrichtungen eine höhere Zahlungsbereitschaft bei Konsumenten bewirkt. Wenn ich jetzt aber ein gewisses Asset in meinen Immobilien oder auch in den Wettbewerbsbeiträgen habe, wie Aussicht auf etwas Bestimmtes oder dass ich gewisse Wohnungen ausstatte mit einem Element wie einer Sauna,
dann könnte man dieses Kriterium einfügen in das System und die Bewertung würde darauf basieren. Also es ist nicht eine Bewertung, der man ausgeliefert ist, man kann diese Bewertung auch noch für sich gestalten oder zumindest zusätzliche Parameter einbringen oder die Gewichtung übersteuern, wenn man das Gefühl hat, die Besonderheit an einem Projekt, an einer gewissen Lage liegt eben in diesem einen speziellen Kriterium. Genau diese zwei wichtigen Punkte, also zum einen die Möglichkeit zu interagieren, zum anderen aber auch nicht unbedingt alle Informationen mit allen Beteiligten zu teilen, sind ja ganz essentielle Bestandteile. Da hat Jonas im Vorgespräch mal gemeint, eventuell wäre die Anwendung im Akquise-Funnel noch einfacher, weil weniger Juroren dabei involviert sind. Also man hat die detaillierte Analyse eines Assets, das eventuell zur Akquise zur Verfügung steht. Man hat aber einen geringeren Diskussionsbedarf dahinter. Kannst du dazu noch ganz kurz etwas elaborieren? Ja, ich glaube, in der Akquise ist natürlich sehr spannend, weil es im Endeffekt natürlich, auch in der Akquise findet ja eine Meinungsbildung bei den jeweiligen Akteuren statt. Oder wenn wir das konkret in der Akquise solche Projekte auf den Tisch bekommen, dann werden die im Construction mit dem Asset Management, mit der Transaktionsabteilung und dem Fondsmanagement diskutiert, auseinandergenommen und natürlich auch daraus eine Strategie gebildet. Und diese Strategie oder die Vision einer Liegenschaft kann man natürlich bestärken durch solche Informationen. Also wenn ich jetzt, ich kann effizienter werden in der Transaktion, ich kann schneller vielleicht Mieterspiegel erstellen, ich kann schneller eine korrekte Marktmietzinseinschätzung abgeben, kann auch stärker meine eigene Gewichtung, die ich setze in die Qualität von gewissen Grundrisstypologien oder gewissen Aussichten in diese Marktmietzinseinschätzung mit reinbringen. Ich werde einfach wahrscheinlich, ich werde so ein bisschen, was ich schaffe, ich könnte ein Best Practice effektiv etablieren. Oder ich werde homogener in meinen Entscheidungswegen, weil ich gleich gewichte und nicht diese subjektiven Kriterien mit reinbringe. Ja, und im Kontext vom kontinuierlichen Personalmangel kann ich in gewisser Hinsicht vermutlich belastbare Prozesse etablieren, bei mir intern. Das stimmt, aber es bringt halt einfach auch in der Realität eine neue Komplexität dazu. Oder ich meine, ich generiere sehr viele Daten, die dann wiederum ausgewertet sein müssen. Oder ich meine, wenn man sich die Datenräume heutiger Transaktionen anschaut, dann sind die gigantisch. Und diese Informationen, die werden gewissenhaft von den Transaktionsmanagern vorbereitet, aber haben natürlich im Umkehrschluss auch einen wahnsinnigen Bedarf. Also wenn man sieht, wie viele Transaktionen gesourced werden und was dann der jeweilige Abschluss dann darin ist das ein geringer Bruchteil. Also, ja, sehr gut, danke dir. Für den finalen Sprint, ich würde noch gerne irgendwie so eure Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung derartiger Technologien abholen. Weniger jetzt Archelyse-spezifisch, sondern mehr so aus dem PropTech Dataspace, aus der PropTech Dataspace-Umgebung. Ich würde jetzt mit Christian beginnen, der ja bei einem der erfolgreichsten europäischen Startups oder PropTechs arbeitet. Wie siehst du im Moment den Trend von datengetriebenen Entscheidungsprozessen? Natürlich ist das gefärbt und gebiased, aber wie wäre dazu dein Statement? Ja, komplett gefärbt ist es tatsächlich, gerade was die Immobilienbranche angeht, weil wir selbst da drin tätig sind. Es wird immer mehr, es wird immer wichtiger, es wird immer gewichtiger, weil es am Ende des Tages um Geschwindigkeiten geht. In dem Vortrag vorhin haben wir gehört, dass es mal locker auch 60 Tage dauern kann, bis man so eine Transaktion durchführen kann. Als Privatinvestor kann ich das bestätigen. Bei einer Immobilientransaktion kann das mal ganz schnell ein paar Monate dauern, bis die Transaktion überhaupt durchgeführt werden kann. Das kennen wir anders. Wenn ich mir den Finanzmarkt anschaue, eToro, kann ich innerhalb von 10 Sekunden investieren. Also deine Idee oder deine Schlussfolgerung ist auch, dass der ganze Immobilienmarkt volatiler werden wird? In gewisser Weise ja. Jonas, wie siehst du die Zukunft? Ganz grob. Ja, ich glaube, es ist nicht mehr wegzureden, oder? Ich glaube, die Digitalisierung kommt und die Automatisierung von Datenerfassung kommt und ist auch der Schlüssel
für unsere Arbeitsweise, die wiederum immer komplexer wird. Also wir brauchen das als Tools. Wir müssen uns als der sehr konservative Branche langsam daran tasten und sind wahrscheinlich auch noch nicht, wenn man jetzt so sich den Spiegel vorhält, nicht da, wo wir sein könnten und sein sollten. Aber die Themen kommen rein, vor allen Dingen insbesondere in einem sich veränderten Marktumfeld ist die Eroberung der Information, also die Gewinnung der Informationshoheit für einen Immobilieninvestor entscheidend. Weil nur aus diesen Informationen kann ich wiederum handeln und kann die richtigen Entscheidungen treffen. Und wir sprechen ja hier immer so abstrakt von Informationen bzw. von Digitalisierung. Aber was wir uns zum Beispiel auf die Fahnen schreiben, ist ja eher, dass wir dann das Verhalten des Nutzers oder das Bedürfnis der Menschen wieder reinholen und irgendwie versuchen, so zumindest den Markt eine Spur zu demokratisieren. Irene, was wären da deine Abschlussworte jetzt in dem Kontext? Also ich glaube, dass diese ganzen digitalen Anwendungen, wenn sie richtig eingesetzt sind und wenn sie aus der Flut von Daten das Richtige extrahieren, dann muss der Mensch natürlich Einfluss nehmen, dass man die Daten, die Fragestellungen richtig wählt, dass wir die Daten richtig strukturieren. Aber im Grunde genommen geht es ja um eine Annäherung der menschlich subjektiven Wahrnehmung und eine Simulation derselben. Und da wäre jetzt für mich zum Beispiel Archilize auf einem sehr guten Weg. Das Problem liegt im Moment vermutlich noch eher beim Anwender, dass ich, und du weißt es selber in der Anfangsphase, ich hatte Mühe, das aus der Hand zu geben, aber je mehr man sich kennenlernt, die Maschine und der Mensch, umso besser vertraut man auch. Und so kann ich auch entspannen. Ich habe mehr Zeit für andere Sachen und die Maschine wird mir die Beurteilung in gewissen Aspekten abnehmen. Vielen Dank. Patricia, ich glaube, wir sind fertig. Fertig seid ihr noch nicht. Ich habe ja auch noch Fragen und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt mir ordentlich viel Wind, Jelena, du vor allem, aus den Segeln genommen für meine kritischen Fragen. Ich glaube, eine möchte ich unbedingt noch loswerden an euch. Die Welt besteht ja nicht nur aus Wohnliegenschaften. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Wo steht ihr da? Es gibt ja auch kommerzielle Liegenschaften und ich glaube, Wohnen ist ja so ein bisschen Commodity als Produkt und dann gehen wir mal vielleicht ins Büro und die Produkte werden dann immer spezifischer. Was sind da die Möglichkeiten? Also wir sind jetzt, also Archelyse ist jetzt im Moment daran, große kommerzielle Asset Manager oder die Portfolios großer kommerzielle Asset Manager zu digitalisieren, um auch Benchmarks für kommerzielle Liegenschaften im gesamten Dachraum anbieten zu können. Das sollte noch dieses Jahr auf den Markt gehen. Wir haben einfach gesehen, dass aus unseren Learnings von der Asset-Klasse Residential, dass diese Mehrwerte für hedonische Regressionen auch in dem Kontext sehr gut funktionieren werden. Wenn du so über das nächste Jahr sprichst, vielleicht noch die letzte Frage, der Ausblick in der Zukunft. Die Frage kommt ja ganz oft auch von Bewertern, werde ich ersetzt als Mensch? Nein, ich sehe das genauso wie Jelena und Jonas. Der menschliche Input wird viel wichtiger, weil der Mensch weniger mit den redundanten, langweiligen Tätigkeiten beschäftigt ist. Ich muss nicht mehr die Grundrissabmessungen auswerten, sondern es geht dann wirklich um meine Expertise, um mein Hintergrundwissen, die Daten dann adäquat zu interpretieren. Also ich glaube ganz im Gegenteil, ich glaube, der Mensch wird kontinuierlich wichtiger durch die Digitalisierung. Ihr nickt. Ich glaube, unsere Aufgabe ist ja auch, Veränderungen zu antizipieren, oder? Und ich glaube, das ist das, was der Maschine am schwierigsten fällt. Also ich glaube, wenn wir die Information haben, können wir die Antizipation der Zukunft oder zumindest unsere Wahrnehmung von der Zukunft in diese Modelle besser integrieren. Also ich glaube. Patricia, gutes Stichwort Bewertung. Also ich denke, dass vor allem in der statischen Bewertung, in der ertragsseitigen statischen Bewertung, das eine wahnsinnige Ergänzung sein kann. Also es ist nicht auf den Lifecycle, es ist nicht DCF, aber es ist eine unglaubliche Ergänzung, weil da Kriterien reingezogen werden, die bisher sehr schnell enden bei Grundrisseffizienz. Ja? Und das ist natürlich da eine Lücke, die unglaublich gut gefüllt wird. Also ich sehe, was Bewertungen angeht, ein wahnsinniges Ergänzungspotenzial. Ich finde das Stichwort ganz schön. Ich würde gerne mit dem Stichwort schließen und möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich glaube, ihr steht noch zur Verfügung für Fragen und ja, vielen Dank für euren spannenden Beitrag. Danke. Dankeschön. Danke.